Ich begrüße dich recht herzlich zu diesem neuen Video. Ich stelle heute zwei Experimente vor, die in den 80er und 90er Jahren durchgeführt wurden von dem Biologen Pjotr Petrowitsch Gajajew aus Russland, respektive Sowjetunion vorher. Und diese beiden Experimente stellen in Frage das allgemeine Bild, das weit verbreitete Bild, dass unsere Gene, die Ausprägung der Gene festgelegt sind und unabänderlich sind. Und ich hoffe, dich damit, wie auch mit meinen anderen Videos, zum Nachdenken zu bringen und zu reflektieren, was das für dein Leben bedeutet. Dann wollen wir mal starten. Pjotr Petrowitsch Gajajew ist oder war, der ist 2020 gestorben, wie ihr sehen könnt, ein russischer Biologe, der seine Experimente in der damaligen Sowjetunion durchgeführt hat in den 80er Jahren und dann später Anfang der 90er Jahre in Kanada wiederholt hat. Und zwar nahm er einen Vakuumbehälter, in seinem ersten Experiment einen Vakuumbehälter, und führte mit Hilfe eines Laserstrahls Photonen ein. Und die verteilten sich in diesem Behälter gleichmäßig. Die hatten sozusagen keine Ordnung. Und dann isolierte er einen DNS-Strang und führte diesen in diesen Behälter ein. Und siehe da, die Photonen, die nahmen eine gewisse Ordnung ein. Die ordneten sich selbst. Und danach entnahm er die DNS wieder und diese Ordnung behielten die bei, zumindest für eine längere Zeitspanne. Was sagt uns das? Welche Erkenntnisse ziehen wir daraus? Die DNS wirkt nach außen, also sie hat irgendeine Außenwirkung und sie wirkt ordnend, also sie ordnet ihre oder der Strang ordnet seine Umgebung. Jetzt, bevor wir zu den Konsequenzen kommen, zu dem zweiten Versuch. In dem zweiten Versuch isolierte Gajajew und sein Forscherteam von einem Probanden die DNS, schloss sie in einen Behälter ein und dann brachte er sie oder deponierte er sie weit weg, und zwar 45 Kilometer entfernt. Und danach animierte er den Probanden, seine Emotionen zu verändern, und zwar höhere Emotionen. Und guckte dann, was denn ob der DNS-Strang, ob der irgendeine Reaktion zeigte, und siehe da, als der Proband höhere
Gefühle, also sprich Dankbarkeit, Achtsamkeit, Freude in sich provozierte, dehnte sich der DNS-Strang aus. Und nicht nur das, er gab plötzlich Signale ab. Er funkte es sozusagen in seine Umgebung. Und danach wurde der Proband animiert, negative Gefühle wie Hass, Wut, Traurigkeit in sich hervorzurufen, und die DNS, die zog sich wieder zusammen. Und die Funksignale ließen nach. Was sagt uns das? Welche Erkenntnisse zusammenfassend ziehen wir also daraus? Erstes, die DNS sendet und empfängt über lange Strecken Signale. Also einerseits empfing sie vom Probanden Signale und sah sich dadurch auch veranlasst, Signale zu senden, wo auch immer hin. Und die DNS zieht sich bei negativen Gefühlen, zieht die sich zusammen und dehnt sich bei positiven Gefühlen aus und sendet Signale. Welche Konsequenzen ergeben sich für uns daraus aus der philosophisch-spirituellen Sicht? Als erstes kommuniziert die DNS mit dem Universum oder mit Informationsfeldern. Das ist die Frage. Bei Informationsfeldern denke ich zum Beispiel an Sachen wie das morphogenetische Feld, was Rupert Sheldrake nachgewiesen hat oder Belege seit vielen Jahren aufführt und wo vieles für spricht, dass diese morphischen oder morphogenetischen Felder Informationsfelder sind, die all das aufzeichnen, was eben passiert an Dingen auf der Erde. Dann denke ich an die sogenannten Egregoren. Und eine weitere Frage: Wird die DNS von Gefühlen gesteuert? Also hat unsere Gefühlswelt, hat die einen Einfluss auf unsere Gene? Also ist die Ausprägung unserer Gene oder die Produktion der Eiweiße durch die Gene, ist die davon abhängig, was wir fühlen. Also werden bei positiven Gefühlen andere Peptide gebildet als bei negativen Gefühlen. Also nachweislich ist es ja so, dass die Umgebung eines Genesenden sehr entscheidend ist auf den Rekonvaleszenz, also den Heilungsprozess. Und man weiß, dass wenn ein Genesender, wenn der in guter Stimmung ist, also
eher positive Gefühle hat, sich in einem positiven Umfeld bewegt, dass die Heilung viel schneller vorangeht als bei einem, bei dem das nicht gegeben ist. Also die Frage ist dann, sind unsere Gene umprogrammierbar? Sind wir gar nicht davon abhängig, was unsere Eltern oder Verwandten oder Vorfahren, was die für eine Konstitution hatten und sich das über die Gene weitergegeben wird. Die Frage ist natürlich auch, sind es unsere Gene, die das weitergeben, oder ist es das, was uns vorgelebt wird? Denn wir sind ja programmiert, wir haben ein Unterbewusstsein, und das Unterbewusstsein geht sehr stark einher mit Emotionen. Also wir haben im Unterbewusstsein sozusagen Ideen, Vorstellungen verknüpft mit Gefühlen gespeichert. Und jetzt ist die Frage, sind es jetzt die Gene, die uns weitergegeben werden und die dann zu bestimmten sogenannten Erbkrankheiten führen, oder ist es im Grunde genommen nur das, was uns vorgelebt wird und wir dann die entsprechende Gefühlswelt bewusst und unbewusst uns kreieren und dadurch dann auch die Gene, die DNS, die Gene veranlassen, entsprechend auch ihre einzelnen Gene zu veranlassen, entsprechende Eiweiße zu produzieren. Und dafür, dass es durch das, was uns vorgelebt wird in der Familie und in der Gesellschaft, gibt es doch sehr starke Indizien, die ich aber in einem der nächsten Videos erst vorstellen werde, mich dem widmen werde, weil es da auch sehr interessante Untersuchungen gibt zu diesem Problemfeld. Und ein wichtiger Aspekt ist noch, der auch in der Physik nachgewiesen wird, mit der Quantenverschränkung zum Beispiel, ist das, was einmal verbunden war, für immer verbunden. Also der Spender hat ja, obwohl seine DNS 45 Kilometer weit entfernt war, hat er sie ja beeinflussen können. Und das scheint ein Hinweis zu sein. Die Frage ist ja auch, wenn es diese Quantenverschränkung gibt, mit dieser spukhaften Fernwirkung, wie es Albert Einstein beschrieben hat, dann sollte sich das im Grunde genommen überall weiterhin pflanzen. Und es gibt im Grunde genommen keinen Grund, warum das denn später nicht so sein soll und durchgehend wirkt, denn alles besteht ja im Grunde genommen aus Quanten, und dass alle größeren Materieteilchen, die daraus entstehen. Und warum sollte sich dieses Grundprinzip dann irgendwann verlieren? Das ist die Frage. Und das führt noch, zumindest mich, zu einem sehr interessanten Gedanken, einer Konsequenz. Welchen Einfluss haben Bluttransfusionen und Organspenden
auf Empfänger und Spender. Und da gibt es auch sehr spannende Untersuchungen, was zum Beispiel bei Organspenden, Herztransplantationen, was mit dem Empfänger passiert, dass er dann plötzlich ganz andere Vorlieben entwickelt, die er vorher nicht gehabt hat, die aber mit dem Spender korrelieren. Und auch das Blut. Und dieser Einfluss, der kann ja in beide Richtungen gehen. Also einmal der Spender beeinflusst den Empfänger und der Empfänger hat ja dann auch ein Gefühlsleben und auf die Gene, die zum Beispiel in der Blutspende sind, aber die nicht vom Empfänger stammen, sondern vom Spender, die verändern sich ja und die funken ja dann auch irgendwie weiter. Und welchen Einfluss haben die dann auf diesen Spender? Hat er dann ein Unwohlsein oder wie stark ist denn diese Rückkopplung? Ja, soweit dazu. Ich hoffe, du fandst es interessant, meiner Vorstellung zu folgen. Ist es an dir zu reflektieren, darüber nachzudenken und was es für dein Leben bedeutet. Wenn du dazu kommst, darüber nachzudenken und zu reflektieren, dann hat das Video zumindest für mich seinen Zweck erfüllt. Und dann war es das wert, es zu machen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, setz ein Like drunter unter das Video. Es würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis dahin verbleibe ich, dein Frank. Tschö.